Wir haben letztes Jahr angefangen, ein bisschen zu gärtnern. Mit unseren 2 Hochbeeten haben wir auch schon eine kleine Ernte erzielt. Da waren wir aber auch noch mehr mit unserer Tiny House Renovierung beschäftigt und konnten daher nicht so viel Zeit investieren. Dieses Jahr darf es aber gern etwas mehr Gartenarbeit und auch etwas mehr Ernte sein. Wir wollen unseren Garten umgestalten und hinter uns soll ein Gewächshaus entstehen. Unser aktueller Stand sind also diese beiden Hochbeete. Eins davon muss nun aber für unser Gewächshaus weichen. Toll, hat jedes einen anderen Bit. Großartig. Daher haben wir das erstmal abgebaut, auch wenn unser Herz ein bisschen geblutet hat, dass sich hier schon richtig schönes Mikroklima gebildet hat, in dem sich unsere Pflanzen sicher auch wohlgefühlt hätten. Jessa, schau mal, wir haben eine Maus. Die wohnt da schon lange drin. Die wohnt da schon lange drin? Der Plan für das Fundament von unserem Gewächshaus hat sich im Verlauf noch 3-mal geändert. Was aber von Anfang an feststand, war, dass wir diese Plastikbretter verwenden wollen. Die haben wir nämlich hier auf dem Grundstück gefunden und wollten die gern wiederverwenden. Wir dachten ja, dass wir das alles an einem Tag schaffen, aber weiß nicht, gerade sieht es nicht danach aus. Es ist jetzt schon fast 4 Uhr und eigentlich steht noch nicht mal das Grundgerüst, also das Fundament. Für die Holzkonstruktion wollten wir die Latten von unserer ehemaligen Decke benutzen. Jetzt sind wir froh, dass wir das Holz damals aufgehoben haben, aber es sind echt eine Menge Nägel drin, die wir erstmal entfernen mussten. Insgesamt haben wir 65 Latten entnagelt und zurechtgesägt. Wir wollen unser Gewächshaus als geodätische Kuppel bauen. Daher haben wir uns einen Bausatz mit Eckverbindern gekauft. So, hier sind jetzt unsere Dom-Eckteile versammelt und hier ist die Anleitung, der man sich entlang orientieren kann, auch wenn wir das wahrscheinlich ein bisschen abändern müssen wegen unserer Tür, die wir einbauen wollen. Und am Ende sieht es dann hoffentlich so aus. Ganz nebenbei haben wir wieder schönstes Abendlicht. Das ist auf jeden Fall das erste Frühjahrswochenende für dieses Jahr, würde ich sagen. Und das ist Ende April, schon ziemlich spät. Beim Recyceln ist es meistens so, dass es etwas länger dauert, da man das Holz erst aufarbeiten muss. Dafür ist es aber umsonst und es macht natürlich immer Sinn, Vorhandenes zu benutzen, anstatt Neues zu kaufen. Man muss aber auch ein bisschen vom Perfektionismus abrücken. Bei unserem Gewächshaus sind die Bretter jetzt nicht normschön und keins gleich dem anderen, aber das ist okay so. In einer Sache sind Jascha und ich uns sehr ähnlich. Wenn wir was anfangen, dann müssen wir es auch jetzt zu Ende bringen. Von daher hat uns die Dunkelheit nicht davon abgehalten, die letzten Teile noch zusammenzuschrauben.
Auf diesem Kuppelbausatz stand ja, baue einen Dom in einer Stunde. Das hat bei uns dann gestern doch deutlich länger gedauert. Trotz alledem finde ich es beachtlich, was man an einem Tag schaffen kann, dass man wirklich aus nur ein paar Latten und diesen Eckstücken so ein großes Konstrukt machen kann. Das ist schon irgendwie cool. Heute werden wir den Dom dahin stellen, wo er auch final stehen soll und müssen uns davor noch überlegen, wie wir das mit dem Fundament lösen. Würden wir den Holzdom direkt auf die Erde stellen, würde uns das untere Holz vermutlich ziemlich schnell weggammeln. Deshalb kommen hier diese Plastikbretter zum Einsatz als Untergrund. Wir haben den Dom dann da festgeschraubt und zusätzlich noch lange Erdnägel benutzt. Und dann haben wir auch schon angefangen, die Türe vorzubereiten, indem wir die entsprechenden Latten entfernt haben. Hello, ich freue mich heute richtig auf den Tag. Das Grundgerüst steht ja jetzt vom Gewächshaus und jetzt kann ich endlich so ein bisschen die Beete anlegen. Heute riecht so ein bisschen ein sehr eigenwilliger Geruch in der Nase. Ich weiß auch nicht so genau, was hier los ist. Also es könnte halt sein, dass hier Kühe sind, aber ich sehe jetzt auch keine. Oh, ich sehe so einen blauen Container. Hello! Na, seid ihr jetzt öfter hier? Ich nämlich schon. Zurück zum Gewächshaus. Jascha hat hier vorne den Türbereich sehr schön noch eingepasst mit diesen Platten. Die Tür fehlt aber immer noch. Wissen wir auch noch nicht so genau, wie wir das machen. Aber jetzt geht es erstmal hier innen um die Beete. Ich habe dann erstmal wahllos in der Erde ein bisschen rumgestochert, um die ein bisschen aufzulockern und sie besser zu verteilen. Mit den Steinen habe ich ein Beet eingegrenzt und wieder eine ganze Weile gestochert. Das sieht nicht so anstrengend aus, aber es hat mich fast wahnsinnig gemacht, dass die Erde so fest und störrisch war. Ich habe dann auch eine ganze Menge Zeit da rein investiert, in der Mitte einen Kreis auszuheben, weil ich das Beet in so einer U-Form außenrum machen wollte. Aber, Achtung, schockierende Wendung, rapide Planänderung. Sieht jetzt doch alles wieder so platt aus. Denn Jascha ist auf die sehr, sehr gute Idee gekommen, dass wir diese Platten, die hier auch eigentlich daneben stehen, verwenden, um den Weg zu machen. Wir haben ja Unmengen davon auf diesem Grundstück gefunden. Es ist wirklich faszinierend. Noch heute Morgen war diese komplette Erde so störrisch und ich dachte mir, wie soll ich hier jemals mal was reinpflanzen? Aber mittlerweile ist es wirklich schon richtig fluffig. Also es ist noch nicht perfekt, aber die Erde hat sich schon sehr verändert. Ich habe dann noch versucht, möglichst alle Pflanzen und Wurzeln rauszusammeln. Ich hab's gleich. Am Anfang wird es bestimmt schwierig. Dann denke ich, es wachsen Pflanzen, aber es wachsen nur Brennnessel. Wir haben hier etwas frischen Humus. Der ist noch sehr, sehr natürlich, also auch nicht gesiebt oder so. Aber ich hoffe, dass da
unsere Pflänzchen viel Freude mit haben werden. Unter den Humus kommt auch noch ein bisschen Pferdemist. Damit haben wir schon letztes Jahr beim Hochbeet gute Erfahrungen gemacht. Dann machst du da Scheiße in unser Beet. Ja. Die Aktion Gewächshaus dauert jetzt wirklich schon viel länger als ursprünglich geplant. Aber ich bin super zufrieden. Ich glaube, das wird richtig gut und wir werden daran richtig viel Spaß haben. Deswegen lohnt sich das, glaube ich, schon. Ich bin hier gerade wieder dabei, Bretter zu entnageln, denn wir bauen heute die Tür für unser Gewächshaus. Und so wie es aussieht, können wir wirklich das komplette Gewächshaus aus unseren alten Deckenbalken und sonstiges aus unserem Haus rausholen. Und das ist ziemlich cool. Und dann kam endlich die Plane drauf. Auch an diesem Tag hatten wir uns vorgenommen, nicht in der Dunkelheit zu arbeiten, aber wir konnten dann einfach nicht mehr aufhören. Wir wollten einfach wissen, wie es dann fertig aussieht. Tada! Das Gewächshaus ist fertig. Was man hier schon sehr gut sehen kann, ist, dass das Gewächshaus richtig schwitzt. Das bedeutet, es muss ziemlich warm drin sein. Ich bin gespannt. Wow! Oha! Meine Brille beschlägt sogar. Das ist ja krass. Oh, es ist unglaublich heiß hier drin. Ich wollte eigentlich anfangen, die Pflanzen ein bisschen abzuhärten. Aber hier drin, das ist nicht wirklich abhärten. Das ist wärmer als drinnen. Aber egal, ihr dürft schon mal ein bisschen Gewächshausluft schnuppern. Einpflanzen tue ich sie aber trotzdem erst nach den Eisheiligen. Ich habe diese Pflanzen von Jaschas Großeltern geschenkt bekommen. Das sind Tomaten. Und ich bin komplett geflasht, wie kräftig und groß die schon sind. Also mal ein Vergleich. Das hier ist die größte von meinen. Und deren Pflanzen sind alle so riesig. Keine Ahnung, was sie damit gemacht haben. Ich vermute mal, bei denen ist es einfach viel wärmer vielleicht im Haus, weil die mehr heizen. Keine Ahnung. Ich bin erstmal super zufrieden mit unserer Gewächshausaktion und kann es kaum erwarten, die Pflanzen auch dann einzupflanzen. Ja, was hat der Spaß gekostet? Ganz günstig war es nicht, obwohl wir natürlich schon sehr viel verwendet haben, was da war. Dieses Kuppelset ist relativ teuer. Das hat um die 170 € gekostet. Und die Folie auch nochmal 100 €. Also kommen wir ungefähr auf 270 €, was jetzt kein mega Schnäppchen ist. Aber dafür haben wir ein riesen Gewächshaus, was wir auch noch individuell anpassen konnten auf die genaue Größe, die wir wollten. Und wenn hier noch wunderschönes Gemüse wächst, dann war es jeden Cent wert. Jetzt muss ich aber hier raus, weil es ist echt heiß. Und falls du dich schon das ganze Video lang fragst, wo ich meine schönen Ohrringe her habe, dann schau gerne in meinem Online-Shop vorbei. Jascha und ich machen die zusammen. Jascha macht das Holzelement, in dem Fall eine Ebenholz-Mondscheibe. Und ich füge das dann zusammen mit dem Stern zu einem Ohrring. Wir produzieren aktuell auf Bestellung, das heißt, wenn du was bestellst, dann machen wir das extra für dich. Das bedeutet, dass das Ganze dann auch mal 1-2 Tage länger dauern kann. Aber dafür hast du ein sehr schönes, wertiges Schmuckstück.